Und damit herzlich willkommen zu Gold Mining Simulator und mein Mining-Abenteuer in der 36. Season der Rangliste. Zuallererst, normalerweise mache ich sowas ja nicht, weil ich es einfach cringe finde. Aber da das Video ein Haufen Arbeit war, würde ich mich sehr freuen, sollte dir das Ganze hier gefallen, wenn du ein Abo und ein Like da lässt. Ich habe die Gold Mining Simulator Season schon häufiger angefangen und jedoch nie richtig durchgezogen. Also dachte ich mir, nimm das Ganze mal auf und schau, wie weit du kommst. Belastend, dass es einfach die Weihnachtszeit war, wo man eh nie genug Zeit hat. Kleiner Disclaimer noch, ich habe zum Zeitpunkt der Aufnahme völlig verdrängt gehabt, dass man in OBS separate Audiospuren nutzen kann. Da ich während des Minens in diversen Talks rumgegangen habe, habe ich alles muten müssen. In der nächsten Season wird es dann nicht mehr der Fall sein und man kann auch Motorengeräusche und so weiter hören. Zuerst ging es zur Bank, wo ich mir Old Arnolds Parzelle for free gepachtet habe. Dann ging es direkt zum Shop für einen klassischen Schüttkasten, Waschrinne, Schürfmatten und Eimer. Alles gekauft und eingeladen, ging es wieder zurück. Alles aufgebaut und dann wurden erstmal die Geschenke in der Welt gefarmt. Nach 17 von 22 gefundenen Geschenken ging dann das erste große Schaufeln los im Hockpen-Bereich.
Mit den ersten vollen Matten konnte dann der erste Cleanout beginnen. Um 0,818 Unzen Feingold reicher wurden mit Schaufel bewaffnet die Matten wieder gefüllt. Mit gewaschenen Matten konnte dann der zweite Cleanout beginnen. Um 0,887 Unzen Feingold reicher ging es dann zum Schmied, um das Gold einzuschmelzen. Alle Barren verkauft, wurde dann wieder eingekauft. Mit Mini-Waschanlage, kleiner Dieselpumpe, Wasserschläuchen, Wasserfilter und erweitertem Schüttkasten fehlte nur noch der Mini-Frontlader.
Vollgetankt ging es wieder zurück zur Parzelle und alles wurde positioniert. Dann konnte der Frontlader auch schon angeschmissen und die Erde in die Mini-Waschanlage geschüttet werden. Der fast volle Eimer wurde dann durch die Waschrinne geschickt. Und damit endete mein erster Tag der Season, weswegen ich nochmal alle Nuggets einschmolz. Am Ende des Tages war ich Platz 494 mit 1,69 Unzen. An meinem zweiten Tag der Season entschied ich mich dazu, einen Kredit aufzunehmen, um mir einen Kraftstoffanhänger zu kaufen und den Erdbohrer zu mieten. Vollgetankt konnte der Erdbohrer angeschmissen und neben der Goldanalyse des Bodens wurden einige Nuggets aus dem Boden befördert. Dann habe ich die gefundenen Nuggets eingeschmolzen und weitestgehend verkauft, um den Kredit zurückzuzahlen und somit wieder kreditfähig zu sein. Anschließend wurde der restliche Boden analysiert. Mit dem Boden des gesamten Claims analysiert, wurde der Bohrer zurückgeschickt und die gefundenen Unzen zu Barren geschmolzen. Anschließend wurden alle Barren verkauft, somit endete Tag 2 mit Platz 554 und 0 geschaufelten Unzen. Tag 3 begann mit dem Erwerb und Miete von Waschrinnen, Förderbandtrichter, Förderband, Rüttler, Trommel, Muldenkipper, Bagger, Stromgenerator, Duplex-Jigs, Stahlseilen, Eimern, Schürfmatten und einem weiteren Hockpad-Set. Anschließend wurde alles eingebaut und nochmals Waschrinnengitter, Schürfgitter, Waschtisch und ein Magnetitanhänger gekauft, welche ebenfalls eingebaut und platziert wurden. Fehlten nur noch eine Wasserpumpe, Magnetitabscheider, Spannungskabel, Wasserverteiler und Stromverteiler. Mit einem Kredit konnte dann der Wasserturm repariert werden. Der übrig gebliebene Eimer Erde wurde dann durch den Magnetitabscheider und Waschtisch gejagt. Somit konnte ich dann zum ersten Mal in der Season die goldhaltigen Quadrate auf der gepachteten Parzelle markieren und den Kipper vollbaggern.
laufender Anlage wurde der Muldenkipper entladen und wieder vollgebaggert. Voll beladen wurde dieser wieder entladen, Nuggets wurden gefunden und der Kipper wurde wieder vollgebaggert. Ein weiteres Mal wurde der Kipper entladen und vollgebaggert. Beim Entladen des Muldenkippers entschied ich mich, die Anlage abzuschalten, um Wasser und Benzin zu sparen, um beim nächsten Mal 2 Ladungen durch die Anlage zu jagen. Mit der letzten Teilladung des Kippers wurde es dann Zeit für den ersten großen Cleanout. Im weiteren Verlauf des Videos seht ihr primär die Früchte der Arbeit. In der nächsten Season, an der ich teilnehmen werde, Season 38, könnt ihr euch die ganze Season auch in einer Uncut-Version anschauen. Durch den ersten großen Cleanout um 50,691 Unzen Feingold reicher ging es zum Schmelzen, zum Schmied, alle Barren wurden verkauft und der dritte Tag endete mit einem Zugewinn von 52,42 Unzen, Platz 354 und einer Goldmenge von 54,11 Unzen Gold. Tag 4 begann direkt damit, die Waschanlage mit Muldenkipperladungen zu füttern, um den nächsten Cleanout vollziehen zu können.
Nachdem der erste Cleanout des Tages 19,048 Unzen Feingold ins Glas brachte, fütterte ich die Waschanlage erneut mit Kipperladungen. Nach 3 Kipperladungen neigte sich mein 4. Tag dem Ende entgegen. Der zweite Cleanout brachte mir 22,699 Unzen Feingold ein. Insgesamt hatte ich einen Zugewinn von 41,73 Unzen, was mir Platz 314 einbrachte, mit einer Goldmenge von 95,84 Unzen. An Tag 5 begann ich direkt wieder mit dem Muldenkipper die Waschanlage zu füttern. Mein einziger Cleanout an dem Tag brachte mir 45,684 Unzen Feingold ein. Bevor ich meinen Tag beendete, bereitete ich die Waschanlage schon für den nächsten Tag vor. Somit endete Tag 5 mit einem Zugewinn von 45,684 Unzen, Platz 317 und einer Gesamtmenge Gold von 114,52 Unzen. Am 6. Tag baggerte ich so viel es ging, um mehr aus der Erde zu holen als bisher.
Der erste Cleanout des Tages brachte mir 49,352 Unzen Gold ein. Der zweite Cleanout des Tages brachte mir etwa 33,788 Unzen Gold ein. Am Ende des Tages stellte ich meinen ersten Angestellten ein und kaufte mir den Gold Navigator. Tag 6 endete mit einem Zugewinn von 83,14 Unzen, Platz 295 und einer Gesamtmenge Gold von 224,66 Unzen. Tag 7 begann dann wieder mit dem Beladen des Muldenkippers. Der erste Cleanout an Tag 7 brachte mir 40,255 Unzen Gold ein. Mit einem zweiten, sehr kleinen Cleanout kam ich an Tag 7 auf einen Zugewinn von 52,66 Unzen Gold, Platz 290 und einer Goldgesamtmenge von 277,32 Unzen. Mein 8. Tag der Season begann auch wieder zu einer späten Uhrzeit.
Mein einziger Cleanout an dem Tag brachte mir 53,635 Unzen Gold ein. Tag 8 endete mit einem Zugewinn von 53,66 Unzen, Platz 291 und einer gesamten Goldmenge von 330,98 Unzen. Am 9. Tag habe ich mir extra viel Zeit genommen und richtig reingeklotzt. Cleanout 1 von Tag 9 brachte mir 42,595 Unzen Gold ein. Der zweite Cleanout brachte mir 29,965 Unzen Gold ein und ich nahm einen zusätzlichen Angestellten in mein Team auf.
Cleanout Nummer 3 brachte mir 48,867 Unzen Gold ein. Und nach einem letzten kleinen Cleanout endete Tag 9 für mich mit einem neuen Rekord und einem Zugewinn von 138,23 Unzen Gold, Platz 316 und einer Gesamtgoldmenge von 469,21 Unzen. Mit Tag 10 begann mein letzter Tag in Season 36. Am Ende des Tages gebe ich nochmal mein persönliches Fazit. Der große Cleanout an Tag 10 brachte mir 40,895 Unzen ein. Und mit dem letzten kleinen Cleanout endete Tag 10 und damit auch Season 36 für mich. Am letzten Tag gab es nochmals einen Zugewinn von 75,21 Unzen auf eine Gesamtmenge von 544,42 Unzen Gold und Platz 313. Ursprünglich wollte ich noch am letzten Tag vor Ende der Deadline, einen Tag 11, so viel meinen, dass ich in den Top 300 lande.
Allerdings war ich wieder mal zu lange damit beschäftigt, an den Einstellungen zu spielen, damit die Aufnahmen flüssig laufen. Ein Problem, was ich in dieser Form nur bei Gold Mining Simulator habe. Zusätzlich dazu habe ich mir vom Controller den linken Joystick kaputt gebaggert in der Season 36. Der hält sich jetzt ab und an leicht nach oben. Am Ende habe ich bestimmt das 4- bis 5-fache von sonstigen Teilnahmen aus der Erde geholt. Für die Zukunft habe ich mir auch den Plan gesetzt, direkt am Folgetag die Ausschnitte zu editieren, damit ich nicht am Ende der Season 30 Stunden Aufnahmen vor mir habe, die ich hart cutten muss, sondern peu à peu während laufender Season den Zusammenschnitt vorbereite, sodass dieser alsbald nach Ende der Season rauskommen kann. Feedback für das Projekt und Tipps gerne in die Kommentare. Dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns an dieser Stelle wieder zu Season 38 von Gold Mining Simulator.